Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fassler und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resale Road to Rolli. Ich versuche mit einem Anfangskapital von nur 10 Euro und dem Ein- und Verkaufen von Produkten, sei es jetzt Neuware oder aber auch Gebrauchtware, mir in 2 bis 3 Jahren davon eine Rolex zu finanzieren. Falls du mal eine Folge Resale Road to Rolli verpasst haben solltest, dann ist das auf jeden Fall nicht schlimm. Ich habe dir hier oben eine Playlist erstellt, wo du wirklich jede Folge findest. Und zum Anfang wird es mich natürlich wie immer übelst supporten, wenn du mir ein Abo dalässt und die Glocke anschaltest, weil so verpasst du keine neue Folge mehr. Die letzte Folge Resale Road to Rolli haben wir mit einem freien Kapital von fast 11.400 Euro aufgehört und wie immer kommen jetzt einmal die Verkäufe. Den absoluten Klassiker habe ich auch mal wieder verkaufen können, nämlich diese Transformers-Figur. Da konnte ich ja einen Stock von 90 Stück einmal einkaufen und da haben sich jetzt mittlerweile wieder 31 Stück abverkauft, sodass ein Kapital von 1.177 Euro und 69 Cent übrig bleibt. Bei dem frei gewordenen Kapital sind einmal die Versandkosten und die eBay-Gebühren schon runtergerechnet. Dann geht es weiter mit einem Klassiker, nämlich diese Grundig-Kopfhörer. Da konnte ich ja insgesamt 200 Stück einkaufen und davon habe ich 26 Stück verkaufen können, sodass ein Kapital von 431 Euro und 60 Cent übrig geblieben ist und wir somit wieder ein freies Kapital von 13.000 Euro haben. So wie jede Folge gehen wir einmal in den Second-Hand-Shop und da konnte ich ja so ein wunderbares Nike Vintage Polo-Shirt mitnehmen. Das konnte ich erfolgreich verkaufen und da habe ich 26 Euro auf die Hand bekommen. Dann geht es weiter mit dem Brettspiel Orbit und da sind 4,99 Euro übrig geblieben. Beim magischen Labyrinth von MB-Spiele sieht es dann auch wiederum ganz anders aus. Also das konnte ich richtig gut verkaufen. Ihr wisst ja, ich habe es ja auch schon in der letzten Folge gesagt, MB-Spiele ist so ein kleiner Geheimtipp und da sind 14,89 Euro übrig geblieben. Schmeckt. Weiter geht's mit dem kleinen Kartenspiel Money und da sind nur 2,89 Euro übergeblieben. Das Diddle-Quartett aus der letzten Folge konnte ich auch schon einmal erfolgreich verkaufen. Da sind auch 2,89 Euro übergeblieben und so langsam aber sicher bewegen wir uns hier auf die 13.100 Euro zu. Dann hatten wir ja auch noch einmal den Lego Friends Polybag. Den konnte ich auch verkaufen, sodass 2,54 Euro übergeblieben sind. So Freunde, dann switchen wir jetzt einmal wieder von Gebrauchtware auf Neuware. Ich war ja dann auch noch auf einer kleineren Reselling-Tour unterwegs und da konnte ich ja dann auch nochmal Neuware mitnehmen. Unter anderem haben wir diesen PlayStation 4 Titel. Den konnte ich ja insgesamt zweimal mitnehmen, zu einem relativ guten Preis. Ich konnte die jetzt so verkaufen, dass 24 Euro übergeblieben sind. Dann haben wir einmal diese 5 Pro Basisstation. Da konnte ich ja einen ganzen Posten mitnehmen, wo die Wandhalterungen nur gefehlt haben. Keine Ahnung warum, aber die gab es dann zu einem echt tollen Preis. Und wir haben ja schon im Internet recherchiert, solche Teile verkaufen sich einfach für 160 Euro. 8 Stück habe ich mitgenommen, 8 Stück konnte ich dann einmal verkaufen und das sind insgesamt 1.047,92 Euro hängen geblieben. Und so langsam aber sicher wächst unser frei gewordenes Kapital. Dann habe ich ja noch einen Posten von solchen JBL Lautsprechern einmal aufgekauft. Da habe ich jetzt nicht so den krassen Gewinn erwirtschaftet, aber dennoch ist es ja völlig verständlich, je mehr freies Kapital man hat, desto mehr muss man einfach auf Masse gehen. Und die 10 Stück konnte ich verkaufen, sodass 769,90 Euro übergeblieben sind. Dann haben wir noch einmal die Online-Deals und da konnte ich ja auch in der letzten Folge wieder ordentlich einkaufen und die ganzen Online-Deals, die werden einmal auf dem Discord-Server, in der Telegram-Deals-Gruppe oder WhatsApp-Deals-Gruppe geteilt. Und da konnte ich unter anderem solche Schraubzwingen einmal mitnehmen. Das war so ein Zweier-Set von der Marke Bessey. Insgesamt konnte ich 7 Mal so ein Zweier-Set mitnehmen. Und das hätte ich niemals gedacht, Freunde. Aber das sind unglaubliche 790,93 Euro übrig geblieben. Also sprich, davon sind schon eBay-Gebühren und die Versandkosten abgezogen. Und das, meine Freunde, schmeckt. Und zu guter Letzt konnte ich ja 5 Mal so eine PlayStation 5 in der FIFA 23 Edition mitnehmen. Das war nämlich die digitale und als ich die noch mitgenommen habe, Freunde, dann gingen die noch richtig gut weg. Was immer wichtig und richtig ist, jetzt, Freunde, kauft eine PlayStation 5 nur, wenn ihr damit selber spielen möchtet. Und die habe ich richtig gut verkaufen können und da sind 3.350 Euro übrig geblieben. Und somit haben wir jetzt fast ein freies Kapital von 20.000
Euro. Und wie jede Folge müssen wir natürlich versuchen, dieses freie Kapital so gut es geht zu reduzieren, also sprich in neue Ware anzulegen. Und da geht es einmal für mich immer in den Second-Hand-Shop und aber auch auf Neuwarensuche. Warum gehe ich denn überhaupt in den Second-Hand-Shop bei so viel freiem Kapital? Naja, damit es mir jeder nachmachen kann, ne? Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was ich so gefunden habe. Im Second-Hand-Shop habe ich mir erstmal die Tassen und die Gläser einmal angeschaut und für alles, was jetzt einmal kommt, habe ich nur 4,10 € bezahlt. Unter anderem haben wir einen Fanbecher von Sportfreunde Stiller. Im Internet habe ich dazu jetzt nicht so gute Vergleichspreise gefunden. Hier jetzt halt jemand, der das Ganze privat anbietet. Aber ich schätze mal, dafür bekommen wir locker flockig 8 bis 10 € inklusive Versand. Dann geht es weiter mit einer kleinen Ditteltasse und da habe ich auch mal im Internet recherchiert. Eine vergleichbare ging schon mal für 18 € weg. Und zu guter Letzt habe ich den heiligen Gral von den Tassen gefunden. Also wenn ihr Pumuckl-Tassen findet, immer mitnehmen, denn diese werden für bis zu 40 € bei eBay angeboten. Dann geht es weiter mit den Brettspielen und da konnte ich auch wiederum 3 Stück mitnehmen. Unter anderem haben wir einmal Karriere von Parker. Für dieses bekommt man so ca. 15 €. Und zuletzt haben wir noch 2 Brettspiele von Ravensburger, nämlich Mixmax. Einmal die blaue Version und einmal die gelbe Version. Ich glaube, die gelbe Version ist ein bisschen älter, aber beide gehen für bis zu 25 € weg. Und zum Schluss habe ich mir noch einmal die Plüschtiere angeschaut im Second-Hand-Shop und da konnte ich dann auch wiederum 3 Stück mitnehmen. Unter anderem hatten wir eine Dittelmaus mit einem Rentier zusammen. Das gleiche Plüschtier konnte ich leider nicht finden. Ich konnte jetzt nur das Rentier finden und das wird so circa für 18 € verkauft. Dann geht es weiter mit einem Klassiker, nämlich einem Sorgenfresser. Den gleichen konnte ich leider nicht finden, aber Sorgenfresser verkaufen sich so circa für 10 bis 13 €. Und zu guter Letzt habe ich etwas Selteneres gefunden, nämlich ein Yakari-Pferd und dieses verkauft sich für bis zu 20 €.
Weiter geht's mit der Reselling-Tour und da konnte ich ein Dreier-Messerset im Angebot finden. Dieses Dreier-Messerset hat 2,49 € gekostet. Im Netz habe ich dazu leider nichts gefunden, aber ich habe ein Vergleichsangebot gefunden, nämlich so ein 5er-Messerset und das wird für bis zu 25 € angeboten. Und dadurch, dass wir jetzt hier so ein riesengroßes freies Kapital über haben, habe ich mir gedacht, naja komm, ich nehme einfach mal 30 Stück mit und für die 30 Stück habe ich 74,70 € bezahlt. Dann gab es auch nochmal eine Ladenschließung und da konnte ich 17 Mal solche Super Mario Anzüge mitnehmen. Ihr habt gesehen, für 4 € kann man da definitiv nichts verkehrt machen. Die sind klein, die passen zum Beispiel in Warenpost rein und dafür bekommt man im Verkauf so circa 9,99 €. Das reicht mir auf jeden Fall. Wie gesagt, leider hatten sie nur 17 da und für die 17 Stück habe ich 68 € bezahlt. Und zu guter Letzt konnte ich dann auch nochmal Transformers Actionfiguren im Sale mitnehmen. Ihr habt gesehen, die haben nur 10 € gekostet und im Netz verkaufen die sich so circa für 40 bis 50 €. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Und da hatten sie leider auch nur noch 11 Stück da. Ich habe den Rest vom Fest dann einmal aufgekauft und habe somit 110 € ausgegeben. So meine Freunde, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Resale Road to Rolli. Wenn es dir gefallen hat, würd's mir natürlich wie immer übel supporten, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt und einen Kommentar für den Algorithmus. Und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge Resale Road to Rolli. Hau rein!